Wenn du deine Rollläden gerne zentral ansteuern möchtest, dann habe ich heute genau das passende Gerät für dich, und zwar unsere Zeitschaltuhr Premium Smart. Mit dieser Uhr kannst du per Funk bis zu 20 weitere smarte Geräte ansteuern und so deine Rollläden zentral öffnen und schließen. Wie das funktioniert und welche Einstellungen notwendig sind, das erkläre ich in dem heutigen Video. In unserem Fall ist die Zeitschaltuhr Premium Smart hier an einem zentralen Punkt montiert und wir haben in unserem Fall auch keinen Motor an der Uhr angeschlossen, obwohl das theoretisch möglich wäre. Diese Uhr funkt jetzt an bis zu 20 Empfänger und steuert so meine Rollläden zentral. Wir haben hier als Empfänger einmal unsere Zeitschaltuhr Classic Smart, die angesteuert wird, und wir haben hier einen Rollladenmotor Premium Smart, bei dem ist der Empfänger direkt im Motor eingebaut. Diesen Motor steuern wir übrigens hier mit einem ganz normalen Taster auf und zu. Ihr könnt natürlich auch unseren Rollladenaktor Smart anmelden, den Unterputzaktor. Ihr könnt auch unsere smarten Gurtwickler anmelden, also letztendlich bis zu 20 Geräte. Und damit die Zentralsteuerung funktioniert, müssen die Geräte natürlich angemeldet werden. Und das schauen wir uns einmal an. Ich gehe dazu hier bei der Zentralsteuerung in das Menü und wähle den Menüpunkt 991. Bei mir ist aktuell noch kein Gerät angemeldet. Starte den Anmeldemodus, indem ich hier den Pfeil nach oben tippe. Meine Uhr steht auf On und sucht jetzt nach weiteren Geräten, die sich anmelden möchten. Und dazu starte ich hier bei meiner Zeitschaltuhr Classic Smart auch den Anmeldemodus, indem ich die Uhr und die mittlere Taste gleichzeitig drücke und halte für ca. 4 Sekunden. Die Uhr blinkt und die beiden werden sich jetzt suchen und finden. Sieht man hier, die Uhr hat auf 1 hochgezählt. Jetzt wird der Motor angemeldet. Also wieder hier den Anmeldemodus starten. Und bei dem Motor ist es so, ich könnte jetzt an dem Motor oben die kleine Taste drücken. Das wäre natürlich sehr aufwendig. Oder so wie hier, wir haben einen Taster angeschlossen. Der wird jetzt einfach dreimal bedient. 1, 2, 3. Und beim dritten Mal halte ich die Taste gedrückt. Dadurch wird der Anmeldemodus gestartet. Und hier sehen wir, unsere Zeitschaltuhr zählt auf 2 Geräte hoch. Ja, das war die Anmeldung und für weitere Geräte würde man genauso vorgehen. Ich bestätige mit OK und verlasse jetzt hier das Menü. Direkt nach der Anmeldung wird die Zentralfunktion noch nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Abwärtstaste drücke, dann fahren meine angemeldeten Geräte nicht mit. Das liegt daran, dass werkseitig das Gerät so eingestellt ist, dass es nur für sich alleine zuständig ist. Und ich muss jetzt hier in dem Menüpunkt 992 den passenden Modus einstellen. Mein Gerät muss zu einer Zentrale werden und dazu wählen wir hier die Nummer 2 aus. Mit OK bestätigen und das Menü verlassen. Und wenn ich jetzt meine Abwärtstaste drücke, dann wird dieser Befehl gesendet und man sieht, beide Geräte, die angemeldet sind, fahren direkt runter. Natürlich könnt ihr auch stoppen und wieder öffnen. Und das geht wirklich sehr, sehr schnell. Alle Schaltzeiten, die jetzt hier eingestellt werden, gelten natürlich auch für die angemeldeten Geräte. Falls ihr das kombiniert, so wie hier mit dieser Zeitschaltuhr Classic Smart, müsst ihr nur darauf achten, dass auch hier die entsprechenden Automatiksymbole eingeschaltet sind. Bei dem Motor oder bei Unterputzaktoren wird diese Funktion, dass die Automatiken eingeschaltet sind, direkt von der Zentrale mit übernommen. Ja, und jetzt zeige ich noch ein paar Hinweise zur zentralen Sonnenfunktion, die ist nämlich auch möglich. Ich zeige jetzt einmal, wie man ein zentrales Sonnenprogramm mit unserer Zeitschaltuhr Premium Smart umsetzen kann. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn man auf der Südseite mehrere Fenster hat und diese gleichzeitig in die Sonnenposition fahren möchte, wenn die Zeitschaltuhr Premium Smart Sonne erkennt. Dazu muss natürlich die Zeitschaltuhr Premium Smart relativ nah neben einem Fenster sein und dann wird der Sensor in das Gerät eingesteckt und an der Scheibe befestigt. Und wenn dann entsprechende Sonne gemessen wird, kann ich damit auch weitere Geräte runterfahren. Und dazu muss man zunächst einmal das passende Sonnenprogramm einstellen und das geht in den Menüpunkt 993. Man sieht die kleine Sonne hier, wir bestätigen mit OK und werkseitig steht das Programm auf 1, das bedeutet, die Zeitschaltuhr misst die Sonne für sich selber über diesen Sensor und fährt sich selber in die Sonnenposition. Wir nutzen aber jetzt das zentrale Sonnenprogramm und wählen hier die 2. Mit OK bestätigen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, für jedes angemeldete Gerät eine individuelle Sonnenposition festzulegen. So wie hier sieht man, wir haben ein kleines Fenster und wir haben eine Schiebetür. Die braucht natürlich unterschiedliche Sonnenpositionen. Und die kann ich nämlich jetzt anfahren.
Damit ihr auch wisst, welches Gerät jetzt eingestellt wird, einfach mal kurz die mittlere Taste drücken. Dann ruckt das Gerät kurz an und sagt, okay, das kann jetzt eingestellt werden. Mit OK bestätigen. Und jetzt fahre ich meinen Rollladen runter in die gewünschte Sonnenposition. Stoppe an der Stelle, könnt ihr jetzt noch korrigieren. Und dann kann ich die Sonnenposition quittieren, indem ich hier einmal die Taste nach oben tippe. Mein Motor ruckt an und hat damit die Sonnenposition festgelegt. Jetzt gehen wir nochmal in diesen Menüpunkt rein und stellen den nächsten Motor ein, die Nummer 3. Das ist unser Funkrohrmotor. Auch den können wir kurz einmal anpingen. Das Gerät ruckt an und ich weiß, okay, das ist genau mein Motor. Ich bestätige mit OK und fahre auch diesen jetzt runter in die gewünschte Sonnenposition. Wenn ich jetzt meine, okay, das ist die richtige Position, stoppe ich und kann das Ganze jetzt mit der Taste nach oben quittieren. Damit sind die Sonnenpositionen eingestellt und ich kann das Menü wieder verlassen. Jetzt gehe ich noch einmal in den Menüpunkt 4. Das ist nämlich der Menüpunkt für die eigentliche Sonnenfunktion. Bestätige mit OK, schalte die Sonnenfunktion auf On und jetzt kann ich den Grenzwert festlegen. Das heißt also, bei wie viel Sonne soll überhaupt das Sonnenprogramm gestartet werden. Den sieht man hier auf der rechten Seite, der jetzt gerade blinkt. Und wenn der Sensor eingesteckt wäre und die Sonne würde scheinen, hätte ich hier auf der linken Seite auch einen aktuellen Ist-Wert. Wie gesagt, bei mir ist kein Sensor eingesteckt und deswegen sehen wir hier nur Striche. So, das kann ich mit OK bestätigen. Hier haben wir nochmal die Sonnenposition, die würde gelten für den hier angeschlossenen Motor. Den haben wir jetzt gar nicht und dementsprechend können wir das Ganze mit OK bestätigen und das Menü wieder verlassen. Das heißt, eine Zeitschaltuhr kann ich nutzen für alle Schaltzeiten, die zentral an alle Geräte übertragen werden. Wie gesagt, bis zu 20 Geräte können angemeldet werden. Wir haben ein zentrales Sonnenprogramm mit drin und können zentral von einer Schaltuhr alle Geräte per Funk ansteuern. Ich finde das eine sehr schöne Lösung für eine zentrale Sonnensteuerung ohne irgendwelche Gateways, sondern wirklich eine einfache Zentralsteuerung. Und ich hoffe, dass dieses Video weitergeholfen hat und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!